Für mich als Star Wars-Fan natürlich ein Muss, wenn Kobi ein Set auf den Markt bringt, das den Namen Falken enthält. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, wir reden heute über einen Falken, aber nicht den rasenden Falken bzw. Millennium Falken. Nein, wir sprechen über das Kobi-Set 5813, die F-16C Fighting Falcon von Lockheed Martin in der Armed Forces Serie von Kobi. 415 Steinchen und eine Minifigur. Freunde, der legendäre Flieger, der auf fast allen Luftwaffenstützpunkten auf der Welt schon sein Zuhause hatte. Mehr dazu natürlich in den Fakten. Was ich euch aber sagen möchte, ist, dieses Set war im Vorverkauf auf 100 Stück limitiert, konnte man direkt oder nur direkt bei Kobi auf der Homepage beziehen. Das habe ich für euch gemacht, weil ich euch den Flieger zeigen wollte. Habe gehofft, ich bekomme irgendwas Cooles mit bei, ein Zertifikat oder irgendetwas. Stand heute, wir haben den 2.2., habe ich bekommen den Kobi-Katalog von 2021. Heute kam quasi der neue raus von 2022, also ja, geschenkt. Was ich aber ganz cool fand, ist, dass Kobi mir hier so eine Tüte mit Steinchen beigelegt hat. Das fand ich ganz cool. Ein paar Formteinchen, ein paar Zahnräder und sogar bedruckte Teils und eine Mütze. Also hat es sich dafür schon mal gelohnt und vor allen Dingen hat es sich gelohnt, weil ich euch das Set jetzt zeigen kann. Steigt mit mir ein in euer Cockpit und landet hier bei mir auf den Bautisch, meine Freunde. Ja, Freunde, da ist der kämpfende Falke von Lockheed Martin hier auf meinem Bautisch gelandet. Im Maßstab 1:48, wie ja alle aktuellen Düsenjäger bei Kobi. Das finde ich ganz gut, dass sie es da durchziehen. Aus der Armed Forces Serie, wie gesagt, die F-16C Fighting Falcon. 415 Steinchen, eine Minifigur. Ganz schön hier hellblauer Himmel und der schöne graue Flieger. Gefällt mir. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir die Fakten, die bekommt ihr natürlich gleich noch beim Speedbild. Hier sehen wir, dass wir die Cockpithaube aufmachen können. Die Flaps können wir bewegen, wir kriegen einen schönen Stand. Der Flieger wird 31 cm lang, beziehungsweise der Düsenjäger, und 11,5 cm hoch. Was ich richtig cool finde, ist, dass wir hier einen Piloten dabei haben, der farbig ist. Hatten wir so auch noch nicht, glaube ich. Finde ich wirklich eine schöne Geschichte. Und ganz groß hier mal Made in Europe. Auf der Seite hier sehen wir dann den Flieger nochmal, Pad Printed, ganz wichtig. Und hier sehen wir auch nochmal die Minifigur und sehen dann, dass das Gerät 22,5 cm auch nochmal breit sein wird, beziehungsweise eine Spannweite hat von 22,5 cm. Ganz wichtig hier nochmal, ich muss kurz schauen, wo er war, der Aufdruck hier unten, ganz neu aus Januar 2022, beziehungsweise erste Serie. Heute haben wir aber Februar, also da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Drüber hinweg sehen wir aber nicht, Freunde, über den Inhalt, den ich euch jetzt gleich hier zeigen werde. Ja, Freunde, da ist der Falken hier auf meinem Bautisch gelandet. Aber bevor wir gucken, schauen wir, wann wurde der Kartoninhalt zusammengepackt. Am 28.01.2022 um 9:30 Uhr und 10 Sekunden in der Kobi-Fabrik in Mielec. Also der frühe Falken fängt den Wurm. Hier haben wir die Anleitung, DIN A4. Ganz groß hier nochmal Pad Printed und Printed in die EU, also nicht nur das Set hergestellt, sondern auch gedruckt in der EU, finde ich ganz wichtig. Altersempfehlung ab 9 Jahren, eine traurige Zwiebel, Captain Planet, ein Mann, der Blitze schießt, ein Löwe und so weiter und so fort. Das Design ist fast genauso wie auf dem Karton, nur dass wir hier keinen Himmel haben, sondern eine schwarze Fläche. Generell ja diese schöne neue Winkelgeschichte in Weiß gefällt mir ganz gut und hier natürlich auch Lockheed Martin. Schauen wir uns erstmal die Rückseite an, da haben wir nämlich ein bisschen Werbung. Den Leopard 2A5 TVM Testbed aus dem Deutschen Panzermuseum, die A10, die ich euch noch vorstellen werde, und natürlich auch noch die F-16C, nämlich die 5814, also das Nachfolgeset hier in der Serie, in den polnischen Farben und den Harrier, den ich auch schon für euch hier in der Vorbereitung habe. Aber Freunde, auf der Seite haben wir auch noch ein bisschen Werbung. Da habe ich euch schon die Me 262 und die Desmontant vorgestellt. Findet ihr alles oben auf dem i in der Ecke. Die anderen Sets folgen noch. Schauen wir uns aber an, wie eine Kobi-Anleitung genau ausschaut. Wir haben 2 Bauschrittstüten, kann ich euch zeigen. In der ersten Bauschritts- oder Abschnittstüte sehen wir hier die Steinchen, die wir brauchen. Was wir bauen ist dunkel, was gebaut wurde ist so farbentsättigt, ist bei Grau oder Hellgrau immer ein bisschen schwierig, muss man genau hingucken. Hier haben wir eine Anlegehilfe, also 1:1, heißt diese
1x2er Fliese ist genauso groß. Wir sehen schon hier die schönen Pad-Printed Fliesen. Und wir haben dann am Ende, ich will mal schauen, 100 Bauschritte, bis wir unseren Falken auf den Stand packen. Und ihr habt es eben gerade schon gesehen, die letzte Seite hier ist die Teileübersicht. Freunde, ich freue mich jetzt richtig, dieses Set zu bauen und vor allen Dingen freue ich mich noch viel mehr, euch ein paar Fakten rund um die F-16 erzählen zu dürfen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich drehen sich die heutigen Fakten rund um die Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon bzw. um die Geschichte der F-16. Anfang der 70er Jahre forderte die amerikanische Luftwaffe ein Leichtbau-Jagdflugzeug, das zu einem vernünftigen Preis in größeren Stückzahlen beschafft werden könnte. Die YF-16 von General Dynamics ging als Siegerin gegen die YF-17 von Northrop aus diesem Vergleichsfliegen hervor. Die unterlegene YF-17, auch Cobra genannt, wurde nicht eingemottet, sondern wurde später das Vorbild für den sehr erfolgreichen Jet FA-18 Hornet. Von Anfang an war die F-16 weder als technischer Durchbruch noch als mächtige Waffenplattform gedacht, sondern als kostengünstiges Arbeitstier für viele Einsatzgebiete. Dies unterschied die F-16 von ihren Vorgängern, die entweder nicht allwettertauglich waren, die F-104 Starfighter, oder eben sehr teuer waren, wie die F-14. Die F-16 wurde zunächst in zwei Versionen produziert, nämlich die A als Kampfversion und die B als zweisitzigen Trainer. Später, in den 80er Jahren, kamen dann die Modelle F-16C als einsitziges Flugzeug und die F-16D als zweisitziges Flugzeug hinzu. Technisch gesehen war die F-16 in jeder Hinsicht eine fortschrittliche Konstruktion. Die Maschine verfügte erstmals über ein elektronisches Flugsteuerungssystem, das dem Piloten ein Flugzeug mit hervorragender Manövrierfähigkeit in die Hand gab. Der erste Serienjäger F-16A hob am 7. August 1978 zu seinem Jungfernflug ab. Kein anderes Jagdflugzeug der heutigen Zeit wurde vom Markt besser aufgenommen als die Fighting Falcon. Durch die hohe Leistungsfähigkeit wurde die Falcon zu einem schlagkräftigen Mehrzweck-Kampfflugzeug weiterentwickelt. Die F-16C erreichte angetrieben durch ein Triebwerk von Pratt & Whitney mit dem Namen F100 PW200 einem Nachbrennerschub von 10.809 kp die Spitzengeschwindigkeit von Mach 2. Die F-16 ist das einzige strahlgetriebene Kampfflugzeug, das eine Notstromeinheit verwendet. Zum Betrieb werden ungefähr 25 Liter der sehr giftigen Verbindung Hydrazin als Treibstoff mitgeführt. Die israelische Luftwaffe hat 1982 mit der F-16 Falcon über der Bekaa-Ebene 44 syrische Flugzeuge abgeschossen. In den Golfkriegen wurde die Fighting Falcon erfolgreich als Mehrzweck-Kampfflugzeug eingesetzt. Die F-16 wird noch lange das Rückgrat vieler Luftwaffen bilden. Die F-16 war ein Glücksfall für die Luftfahrtindustrie. An der Produktion der Maschine waren und sind 67 Großfirmen und mehr als 4000 Zuliefererbetriebe in den USA beteiligt. Auch Europa profitierte von dem internationalen Erfolg dieses Musters. Zahlreiche europäische Firmen, wie zum Beispiel Fokker, steuerten Komponenten für die Endmontage unter anderem in den Niederlanden und Belgien zum Flugzeug bei. Es nutzten unter anderem folgende Luftwaffen die Fighting Falcon: Ägypten, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Griechenland, Indonesien, Irak, wie erwähnt die israelischen Defense Forces, Italien, Jordanien, Marokko, Niederlande, Norwegen, der Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Singapur, Slowakei, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, Venezuela und die Vereinigten Arabischen Emirate. In den USA wird die F-16 bei der United States Air Force und der United States Navy eingesetzt. Die Kosten für eine F-16 liegen je nach Ausbaustufe bei 25 bis 80 Millionen Euro pro Stück. Das ist teilweise mehr als eine F-35, aber weniger als ein Eurofighter oder eine F-15 kostet. Viel Spaß, Freunde, euch jetzt beim eigentlichen Review, und wenn ich später euch die Detailfotos zeige, gibt es nochmal einen kleinen Fact zum Fighting Falcon obendrauf. Ja, Freunde, nach 1,5 Stunden Bauzeit ist sie hier fertig. Unsere F-16C, das Cobiset 5813, die Fighting Falcon. Ein schönes Flugzeug, kommt toll daher,
Es hat bloß eine Schwäche und die finde ich sehr, sehr gravierend. Und zwar hatte ich einen Fehlguss. Ich stelle das mal hier ab. Und zwar hier hinten sieht man an diesen Triebwerkslamellen, dass dieser Stein mir entgegenfällt, weil er hier nicht zu Ende gegossen wurde. Das ist ein bisschen schade. Ich verlinke euch unten und auf dem i aber mein Video zum Kobi Wirbelwind, zum Flakpanzer. Dort habe ich euch reingeschnitten eine Sequenz, wie man Teile reklamiert. Wenn ihr auch das Problem habt, könnt ihr euch mal dieses Video angucken. Da werde ich mich halt jetzt auch genauso dran wenden müssen an die Kobi Teilereklamation, weil mir hier das Teil falsch geliefert wurde. Sonst ein schönes Flugzeug. Schaut mal von vorne. Hier schön waffenstrotzend. Von der Seite die vielen Prints, Rescue und die Maschinenkanonen, natürlich auch die Hoheitsabzeichen. Von hinten das Triebwerk mit der einen Fehlgusslamelle. Von der Seite auch wieder hier die Hoheitsabzeichen Rescue. Obendrauf finde ich ganz schön diese angedeutete Refuel-Stutzen für die Luftbetankung und natürlich hier die Abzeichen, Hoheitsabzeichen und Staffel und so weiter. Und dann noch einmal von vorne. Von unten zeige ich euch gleich mal zwei Sachen, die ja ganz schön sind und ganz schlecht sind. Das Fahrwerk können wir nicht einfahren oder andeuten einzufahren, das müssen wir abbauen. Dafür sind auch extra Teile da. Bloß ist es bei Kobi immer so eine Sache, Freunde, Kobi-Steinchen wieder so locker auseinander zu bekommen. Und wenn ihr jetzt, wie ich es vorhin für den ersten Take gemacht habe, hier das alles zufließt, Steine sind extra dabei, seht ihr hier 3 Stück, eine 1x1er Fliese hier und da die Slopes. Wenn ihr die aufbaut, vergesst nicht, das sind Kobi-Steine. Das heißt, ihr macht das zu und kommt gar nicht mehr so einfach dran, ohne hier mit Teiletrennern von irgendwelchen Fremdfirmen rangehen zu müssen oder mit roher Gewalt. Ich habe mir hier vorhin einen Fingernagel eingerissen. Ja, deswegen kommt der Flieger, das Flugzeug, Entschuldigung, Flieger ist ja der Pilot, da kommen wir gleich zu, mit Fahrwerk hier bei mir auf den Stand. Das Fahrwerk ist ganz lustig gelöst, hier mit vielen C-Clamps. Und was ich von unten noch ganz toll finde, ist die Technik hier von den Zusatztanks. Denn wir haben hier solche runden Elemente, die wir aufeinander stecken und dann mit solchen Kobi, ja, wie nennt man sie, die Kobi-Bolzen versieht. Hier sind ja eigentlich Löcher drin und dann kommen hier die Bolzen rein. Hier so 2x2er und hier hinten Technik. Und dann hat man hier die Bolzen und schon hat man eine Noppenaufnahme und kann das hier reinklemmen schön. Das finde ich eine schöne Technik. Die anderen Raketen oder Bomben, die Formteile kennen wir jetzt ja schon von der Mirage, zum Beispiel bei mir im Hintergrund, oder von der F-18. Ja, wir haben hier unten ein Formteil für den Lufteinlass des Triebwerkes und natürlich die komplette Spitze hier ist ein Formteil. Ganz interessant, dass wir hier ein Formteil haben, welches hier nur so halb auf einer Noppe gehalten wird. Heißt, wir haben links und rechts keine Leiste und somit hängt das halb auf 2 Noppen, ist ein neues Formteil, wird dann aber auch nur gehalten komplett hier durch das Formteil des Cockpites. Kobi hat jetzt ja mehrere F-16 demnächst im Angebot, von daher lohnt sich für Sie natürlich hier der Mode eines extra Cockpites. Vielleicht kann man es aber auch noch verwenden für einen Eurofighter, eine MiG oder. Schaut euch den Flieger mal an, richtig cool. Also er gefällt mir richtig gut, trotz dem Formteil und trotz dieser Fahrwerksgeschichte. Und er gefällt mir auch deswegen ganz gut, weil ich eine ganze Handvoll Steinchen noch über habe. Und ich habe geschaut, ob ich vielleicht hier was falsch gebaut habe, aber nein, die Steine sind bei mir wirklich über. Denn gerade diese Fliesen hier, die man oft braucht, um mein Flugzeug von unten ja noch mehr mit glatter Fläche zu versehen, da kann ich hier an den Flügeln gar nichts mehr dran machen. Und in der Anleitung wird hier auch nichts verfließt. Also habe ich die Steine extra und könnte sie noch hier an den Flieger, an das Flugzeug, an die F-16C anbringen. So, der Stand, der ist gewohnt, wie wir ihn kennen. Schön schwarz, schön glänzend. Nimmt gerne das Fett von unserer Fingerhaut oder von der Hautoberfläche an. Sieht man hier auch ein bisschen. Und ganz toll natürlich diese bedruckte Fliese. Maßstab 1:18 F-16C Fighting Falcon mit der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann darf natürlich der Pilot nicht fehlen. Den werde ich euch aber auch noch mal einblenden. Denn meine Kamera geht gerade nicht ganz scharf. Doch, wir sehen ihn hier schön. Die bedruckten Badges, also die berühmten Aufnäher, die die Piloten ja so haben. Die Schüchen, die wir angebaut haben. Und das lachende Gesicht ist natürlich jetzt einfarbig, weil so ein Pilot hat ja immer diese berühmten Overalls, die einem ja helfen, mit der Kompression
die hohen G-Kräfte überhaupt auszuhalten, die so ein moderner Jetpilot ertragen muss. Dieses Flugzeug hier ja bis zu 9 G, wenn ich das richtig gelesen habe. Also von daher eine schöne Figur. Wie gesagt, blende ich euch nebenbei aber auch nochmal ein. Ist immer ein bisschen schwierig hier so zu zeigen. Ja, ein toller Flieger. Wir müssen nur aufpassen hier mit dem Fahrwerk. Das muss immer nach hinten, denn sonst bricht es nach vorne. Seht ihr hier, nach hinten mal nicht so, zack. Also heißt, nach hinten klappen da und schon steht er. Es ist grau in grau, also kein schwieriger Bau. Wir haben wirklich nur 3, 4 Farben, wenn wir das Weiß von den Raketen und natürlich hier das Weiß und Schwarz vom Stand mit dazu zählen. Wirklich viele Steine, Bügelperlen über, das gefällt mir richtig. Da bin ich schon fast wieder vertröstet, dass ich hier einen Fehlguss habe, vor allen Dingen, weil ich den ja auch wieder reklamieren kann. Ja, Freunde, bisschen schade, wie gesagt, nur, dass wir hier nur entweder oder bauen können und wenn ihr oder gebaut habt, dann ja, wird es schwer wieder rückzubauen. Es sind halt trotzdem Kubiksteine, die zwar hier etwas weicher sind, aber wenn sie gerade hier unten so reverse verfließt, sage ich mal, gebaut wurden, dann grenzt das ja schon fast an Kaltschweißtechnik und wir kriegen es schlecht auseinander. Egal, ich habe meine F-16 jetzt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick geben können. Ihr bekommt jetzt ja gleich noch ein paar Detailfotos und ein bisschen noch Fakten auf die Ohren. Und dann sehen wir uns gleich zum abschließenden Fazit noch einmal zur F-16 der 5813 von Kobi. Neben ihrer Bezeichnung mit dem offiziellen Namen Fighting Falcon, also kämpfender Falke, wird die F-16 oft Viper genannt. Das führt daher, dass die Piloten auf der Hill Air Force Base, den ersten F-16-Stützpunkt, zu großen Teilen der Ansicht waren, dass die F-16 beim Abheben wie eine Kobra aussehe. Dieser Name war aber wie vorhin schon in den Fakten erwähnt für die YF-17 vorgesehen, so dass sie auf eine andere Schlange, die Viper, auswichen. Ein weiterer Grund für den Namen Viper sollen die gleichnamigen Raumschiffe aus der Fernsehserie Kampfstern Galactica gewesen sein. Die Luftwaffenführung entschied sich letztlich jedoch für den Namen Fighting Falcon, da ein Vogel viel besser passe. Als Spitzname konnte sich der Name Viper jedoch bis heute halten. Quellen, liebe Freunde, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Auch meine Bezugsquellen für Kobi-Sets. Achtet dort auf den ein oder anderen Rabattcode für euch, Freunde. Ich muss sagen, die F-16 habe ich schon immer gemocht, denn ich hatte als Jugendlicher bzw. als Kind jeweils einen Flieger aus Metall von Majorette oder Matchbox. Und kennt ihr auch den 80er Jahre fast schon Trash-Streifen Stählerner Adler? Schaut auch mal da rein, habe ich euch unten bei den Trailer verlinkt. Ja, Freunde, da ist das Video zur F-16C Fighting Falcon von Kobi auch leider schon zu Ende. Eine Sache möchte ich euch aber noch mit auf den Weg geben, und zwar finde ich das Höhenleitwerk nicht ganz so gelungen. Es ist ein bisschen labberig, es hängt nur auf 2 Noppen, auf so C-Claims. Man sieht hier oben auch noch 2-mal die Noppen je Seite. Finde ich nicht schlimm, ich finde es ganz gut, wenn man noch erkennt, dass das hier eigentlich Klemmbausteine sein sollen. Ich weiß, viele von euch da draußen finden es aber nicht so gut und es hängt irgendwie so ein bisschen krumm. Ich weiß, dass die beim Original auch so ein bisschen hängen, aber hier irgendwie hängt es noch mehr. Das sieht halt nicht, ja, es gefällt mir nicht so gut. Trotzdem ist es ein schönes Stück, denn für mich war es wichtig, dieses Set euch vorzustellen, weil ich weiß, wie gesagt, es gibt viele Leute, auch wie ich, die die F-16 mögen, aber ich wollte euch unbedingt ein bisschen die Geschichte erzählen. Das gehört hier auf meinem Kanal mit dazu. Ja, Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer einen guten Flug, bleibt gesund, Flieger grüßt mir die Sonne und auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.